Der Filmemacher Spike Lee ist in den USA Kult, hierzulande ist er der breiten Masse aber eher unbekannt. Seinen großen Durchbruch hatte der afroamerikanische Filmemacher mit Do the Right Thing, einem seiner vielen Filme, die in Brooklyn spielen. Darin geht es um eine Pizzeria mitten in einem afroamerikanischen Teil der Stadt. Darin geht es um einen Kunden, der sich darüber aufregt, dass in der Pizzeria nur Bilder von Italoamerikanern hängen, während die gesamte Kundschaft schwarz ist. Der Konflikt eskaliert und letzten Endes hat der Klassiker Spike Lees zukünftigen Weg geebnet. Mit Filmen wie Jungle Fever, She's Gotta Have It und Malcolm X thematisiert Spike Lee immer wieder die Themen Rassismus, Ausgrenzung und Außenseitertum, zumindest wenn man sein furchtbares Remake von Oldboy außen vor lässt. Spike Lee hat gemeinsam mit Leuten wie Mario Van Peebles und John Singleton maßgeblich das New Black Cinema der 80er und 90er geprägt. Nun startet mit BlacKkKlansman endlich wieder ein klassischer Spike Lee Film in den deutschen Kinos und die Handlung macht neugierig. Damit ein herzliches Willkommen zu einer brandneuen Filmkritik hier auf Cinema Strikes Back. Worum geht's überhaupt? Ron Stallworth ist der erste Schwarze, der beim Polizeidepartement von Colorado Springs in den 70ern angenommen wird. Seine Hautfarbe wird gleich ausgenutzt, damit er die Black Power Bewegung infiltriert, bis er eine Zeitungsannonce findet und einfach mal den Ku Klux Klan kontaktiert. Überraschenderweise ist der Clan am Telefon sehr angetan und lädt ihn zu Veranstaltungen ein. Die sind zum Teil unmaskiert und dafür muss dann sein jüdischer Kollege Philip einspringen, der Ron Stallworths Stimme imitieren muss. So unterwandern die beiden Cops den Clan und das Verrückte an der ganzen Sache ist, diesen Ron Stallworth gab es wirklich und er hat ein Buch über seine Arbeit im Clan geschrieben. Zwar sind viele Details anders, aber in einigen Punkten sind die Behauptungen des echten Ron Stallworth sogar noch skurriler als die Ereignisse im Film. Mit einem Budget von ca. 15 Millionen US-Dollar ist BlacKkKlansman endlich wieder ein würdiger Vertreter des Mid-Budgets, also der mittelteuren Filme, die immer rarer werden, weil tatsächlich die Blockbuster immer teurer werden und die Low-Budget-Filme immer billiger. Mid-Budget ist zurzeit vor allem A24. BlacKkKlansman hingegen ist eine sehr eigenwillige Komödie, die zu Teilen so grotesk und unglaubwürdig ist, dass man nicht weiß, ob man lachen oder weinen soll. In dem Moment, in dem die Mitglieder des Clans auf den Plan treten, wird ein derart unreflektierter und brutaler Hass offenbart, dass er weltfremd wirkt. Der Film profitiert an genau diesen Stellen davon, dass man als Zuschauer immer im Hinterkopf hat, dass es sich hierbei um eine wahre Geschichte handelt. Spike Lee hat großen Erfindungsreichtum bewiesen, indem er diese gesamte antiquierte Geschichte aus den 70ern mit der Gegenwart verknüpft hat und immer wieder aufzeigt, wie real und allgegenwärtig der Rassismus immer noch ist, gerade unter der Präsidentschaft von Donald Trump. Spike Lee bewegt sich dabei auf einem schmalen Grat, der ihm aber komplett gelungen ist. BlacKkKlansman ist eine überaus witzige Komödie, die den Zuschauer oft zum Lachen bringt. Gerade die Dialoge und das wunderbare Schauspiel von John David Washington als Ron Stallworth, Adam Driver als dessen Partner Philip und Topher Grace als Grand Wizard des Ku Klux Klans sind wie aus einem Guss und immer glaubwürdig, bei dieser Handlung keine einfache Leistung. Auf der anderen Seite ist es überaus spannend, wie selbstreflektiv sich BlacKkKlansman in seinem eigenen filmischen Kosmos bewegt. Gedreht wurde nämlich auf 16 und 35 mm Film und dem Look des Films sieht man das an, denn BlacKkKlansman fühlt sich eben durch den Filmkorn und auch durch die Kameraarbeit mit vielen Dutch Angles, also schrägen Kameraeinstellungen, an, als wäre er tatsächlich einem Blaxploitation-Film aus den 70ern entsprungen. Das kommt natürlich auch durch die detailverliebte Ausstattung und auch durch das Schauspiel. Blaxploitation war insbesondere für die schwarzen Kinogänger gedacht in den 70ern, aber die Filme entwickelten rasch Kultpotenzial und wurden schnell auch von der weißen Bevölkerung besucht. Blaxploitation ist ein Kofferwort, das steht für Black Exploitation. Exploitation-Filme, also Ausbeutungsfilme übersetzt, sind Filme mit viel Gewalt, die die Sensationslust des Publikums ausnutzen, um sich zu verkaufen. Durch die Black Power-Bewegung, durch Bürgerrechtler wie Martin Luther King und Malcolm X entwickelten Afroamerikaner dann eine neue starke Identität. Und genau dieses Selbstbewusstsein, diese Identität fand seinen Weg auch ins Kino. Es war das selbstbewusste Kino der jungen Afroamerikaner, das zuweilen aber dann auch selbst rassistisch wurde. Das Blaxploitation-Kino finden wir auch heute noch in unseren Kinos, zum Beispiel in den Werken von Quentin Tarantino, Django Unchained beispielsweise. Nun benutzt Spike Lee die Werkzeuge der Blaxploitation, um mit BlacKkKlansman eine zweite Welle der afroamerikanischen Identitätsstärkung zu entfachen. Er zeigt auf, dass Rassismus noch immer ein wichtiges Thema ist und dass es große Parallelen zwischen der Black Lives Matter Bewegung und der Black Power Bewegung gibt. Dabei achtet er aber auch darauf, dass BlacKkKlansman an sich
ein unterhaltsamer und witziger Film bleibt. Die Dramaturgie des Films bleibt dabei nur leider ein wenig auf der Strecke und Spannung wird nie so richtig aufgebaut. Es gibt keinerlei Figurenentwicklung, manche Szenen ziehen sich etwas zu sehr in die Länge und dem Film hätte eine etwas glaubwürdigere Liebesgeschichte, in der auch mal intime Momente gezeigt werden, durchaus gut getan. Da stand Spike Lees Handschrift dem Film selbst im Weg, denn Lee hat sich starken weiblichen Charakteren verschrieben. In dieser Liebesbeziehung wirkt die Figur Patrice dadurch aber völlig unnahbar und eindimensional, da sie wie eine alte Kassette immer nur ein und dasselbe Thema abspulen kann. Das ist etwas schade für die Emotionalität der Handlung, aber der Kraft des Films tut das trotzdem keinen Abbruch. Gerade das Ende ist wie ein Schlag in die Magengrube. Viele werden hier vielleicht zu Recht kritisieren, dass das Ende zu plump und zu plötzlich kommt. Wenn man aber ein gewisses Empfinden für Themen wie gegenwärtigen Rassismus hat, dann wird man die Botschaft des Films sehr gut aufgreifen und begreifen können. Alle anderen werden jedoch wütend aus dem Kino stampfen. Daher behaupte ich, dass BlacKkKlansman ein Film der Kategorie Hassen oder Lieben ist. Dabei funktioniert der Film auf so viele Weisen. Case Irvin hat an der Kamera einen wunderbaren Job geleistet, gerade durch die starken Farben und den hohen Kontrast mit sehr, sehr starkem und schönem, echten Filmkorn und mit Figuren, die auf einem Dolly stehen und gemeinsam mit der Kamera von einem Ort weggezogen werden. Damit hat Spike Lee sogar seinen klassigsten Shot wieder eingebaut. Außerdem hat das Art Department unter der Leitung von Marcy Mudd die 70er perfekt eingefangen und die Musik von Terence Blanchard ist funky, ein wahrer Ohrwurm und ganz außergewöhnlich mitreißend. Die Songs, die Blanchard für den Film ausgewählt hat, tragen den Film durch seine schwächsten Momente. Mit Mary Don't You Weep ist sogar eine Live-Aufnahme von Prince inkludiert worden, die bisher noch nie veröffentlicht wurde. Es ist erstaunlich, wie sehr das afroamerikanische Kino in den letzten Jahren wieder erstarkt ist. Jordan Peele hat mit Get Out eine moderne Horrorperle geschaffen. Hidden Figures war ein berührendes Drama über schwarze NASA-Wissenschaftlerinnen. Denzel Washington überzeugte mit seiner Theateradaption Fences und Ryan Coogler war für mich durch Filme wie Creed und Fruitvale Station einer der besten Regisseure der letzten Jahre und der Film Moonlight konnte sogar den Oscar für den besten Film gewinnen. Allesamt Filme, die die Hautfarbe und die afroamerikanische Identität in den Mittelpunkt stellen. Und nun reiht sich BlacKkKlansman nahtlos in diese neue filmische Bewegung ein, vom Großmeister Spike Lee. Das Interessante daran, Jordan Peele, der Schaffer von Get Out, hat das Projekt ins Leben gerufen und die gesamte Grundhandlung des Films wirkt sogar zuweilen wie ein Key & Peele-Sketch. Dave Chappelle hat in seiner Show tatsächlich sogar mal einen Sketch über ein schwarzes Ku Klux Klan-Mitglied gemacht. Letzten Endes möchte ich BlacKkKlansman 8 von 10 Punkten geben. Besonders hat mir nämlich das Schauspiel der Hauptdarsteller gefallen, vor allem Adam Driver mit so einem gewissen Understatement in seinem Schauspiel. Er spielt mit seiner trockenen und humoristischen Art John David Washington voll in die Hände. Dabei offenbart sich witzigerweise, wie man Ron Starworth immer wieder bestimmte Charaktereigenschaften zuschreiben will, die diese Figur gar nicht besitzt, gerade weil sie in manchen Szenen so aussieht, als wäre sie aus einem Blaxploitation-Film à la Superfly oder Shaft entsprungen. Topher Grace hingegen spielt das genaue Gegenteil, den prominentesten Neonazi der USA, David Duke, Grand Wizard des Clans, die höchste Position, die man im Clan erreichen kann, ein Antisemit und Holocaust-Leugner. In diesem Film gibt es einfach Personen, die in einer derart eigenen, ideologisch aufgeladenen Welt leben, dass es den Zuschauer völlig überfordert, denn bei BlacKkKlansman lacht man oft, gerade deswegen, weil man nicht weiß, wie man sonst anders darauf reagieren soll. Da bleibt das Lachen sprichwörtlich im Halse stecken. BlacKkKlansman ist nämlich vielleicht sogar Spike Lees politischster und sozialkritischster Film. Eines kann man Spike Lee nicht vorwerfen, mangelnden Mut oder Kreativität. Daher ist BlacKkKlansman ein Film, der sicherlich nicht allen gefallen wird, die mit der Botschaft des Films nicht unbedingt klarkommen werden, aber BlacKkKlansman ist definitiv ein Film, den man mal gesehen haben sollte. Was sagt ihr? Habt ihr den Film schon gesehen und seid ganz anderer Meinung? Oder denkt ihr euch, boah, nee, den muss ich nicht sehen? Oder was auch immer, freut euch auf den Film? Schreibt eure Meinung unbedingt mal in die Kommentare. Ich wäre gerade bei einem Film wie diesem sehr gespannt auf eure Reaktion. Gerade weil dieser Film auch so politisch und komödiantisch daherkommt. Das ist wirklich eine sehr, sehr außergewöhnliche Mischung. Schreibt uns eure Meinung gerne einfach mal in die Kommentare und abonniert unbedingt Cinema Strikes Back, falls ihr es nicht schon getan habt, und aktiviert die Glocke, falls ihr keines unserer Videos verpassen wollt. Dann kriegt ihr nämlich jedes Mal mit, wenn wir etwas hochladen. Und ihr solltet jetzt auch unsere letzte Kritik anschauen. Die war zu dem Film, gute Frage, ich glaube The Meg. Meg war unsere letzte Kritik, dieser Action-Kracher mit Jason Statham, den ich
ziemlich mau fand, schaut euch die Kritik an und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen hier auf Cinema Strikes Back mit mir, dem Alper.